Hallo und herzlich willkommen zurück bei potier.ch zu einer weiteren Folge von 5 Tipps für schöne Drohnenaufnahmen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Flugvorbereitung, dem Pre-Flight, was ihr da bereits alles im Vorfeld machen könnt, damit euch dann die Arbeit im Feld leichter fällt. Bei diesem Teil muss ich noch ein bisschen spicken, weil ich will euch so viel erzählen und so viel beibringen. Das konnte ich alles nur noch aufschreiben. Ich habe mich eigentlich entschieden, diese Serie zu machen, weil ich der Überzeugung bin, dass es die Aufgabe ist von uns Drohnenpiloten, mit sensationellen Aufnahmen der Welt zu zeigen, wie schön das unsere Kugel doch eigentlich ist. Dafür braucht es keinen Vulkanausbruch auf Island oder einen Flug durch eine Kegelbahn. Du und ich, wir können mit unseren Aufnahmen anderen Menschen eine Freude bereiten und Ecken dieser Welt zeigen, die sonst nie jemand zu Gesicht bekommen würde. Und sind wir mal ehrlich, spätestens nach 10 Flügen ist das Drohnefliegen selbst sowieso irgendwo langweilig mit einer normalen Drohne, wie zum Beispiel einer Mavic. Das ist ja keine Kunstflugdrohne. Und was dann zählt, sind die coolen Aufnahmen, die wir mit unseren Drohnen machen. Im Anschluss an die 5 Tipps kommt dann noch der Nice-to-Know-Bereich, in dem ich euch sonst noch ein paar nützliche und lustige Dinge über das Drohnenfliegen erzählen werde. Ich bin selbst seit über 20 Jahren semi-professioneller Videograf und Videoeditor. Ich fliege aber eigentlich erst seit letztem Jahr, also 2020, semi-professionell mit DJI-Drohnen. Ich habe im Moment eine Mavic 2 Pro und eine ältere Phantom 4. Davor bin ich nur so kleine billige Kunstflugdrohnen geflogen, die nicht groß stabilisiert waren. Und die letzte, die war da auf einmal während einem Flug einfach flupp und weg. Da kam ein Windstoß über meinem eigenen Dach. Ich habe die Drohne nicht mehr gefunden, habe die Nachbarn gefragt, niemand hat was gesehen oder gehört. Und ja, so bin ich zu DJI-Drohnen gekommen. Ich möchte euch in dieser Serie mit meinem Wissen meine Arbeit näher bringen, denn auf YouTube mangelt es nicht an schlecht belichteten, ungeschnittenen Drohnenvideos, aber qualitativ ansprechende Filme sind immer noch recht selten. Dabei ist es gar keine Hexerei, mit ein bisschen Aufwand eure Filme abwechslungsreicher und packender zu produzieren. Schnappt euch am besten ein OneNote oder einen Notizblock, denn die Steps, die ich euch zeige, sind bei jedem Video immer die gleichen. Beim einen mal mehr, beim anderen mal weniger und es ist nicht nur für Drohnenaufnahmen, sondern generell für alle Aufnahmen sind die Tipps nutzbar. Ich zeige euch die digitale Nachbearbeitung mit dem Programm Magix Video Pro X, aber grundsätzlich die Videoschneidprogramme funktionieren ja alle in etwa gleich. Vielleicht heißt beim einen irgendetwas ein bisschen anders, aber wenn ihr seht, was gemeint ist, dann wisst ihr dann schon, wie das in Adobe oder in anderen Produkten heißt. Aus wie vielen Teilen dieses Format am Ende bestehen wird, weiß ich jetzt noch nicht genau. Die Drehbücher sind mal für 10 Folgen à 5 Tipps geschrieben, aber mir kommt praktisch jeden Tag noch was Neues dazu. Mache ich jetzt ein separates Video oder nehme ich das dann als Know-how rein? Das weiß ich jetzt noch nicht. Also es geht mal sicher bis 10 und wie es dann weitergeht, das werden wir dann sehen. Schön, dass du dabei bist und dann würde ich sagen, legen wir los. Bei neuen Locations schaue ich mir das immer erstmal bei Google Earth an. Weil es stellen sich so Fragen wie komme ich dahin? Also wo kann ich mit dem Auto durchfahren? Wo kann ich parkieren? Wie weit muss ich laufen? Und dann auch so Sachen wie zum Beispiel, gibt es Hindernisse? Gibt es gleich schon auf Google Earth sichtbare Hochspannungsleitungen zum Beispiel? Oder Skilifte oder irgendwas in der Art? Das sieht man meist schon auf Google Earth relativ gut und man bekommt auch ein bisschen, dank der 3D-Ansicht, ein Gefühl von der Topografie dort, wie es dann aussieht.
Und wenn ihr eine Location habt, zu der ihr dann nach 5 Kilometern laufen müsst, dann macht euch mal Gedanken über euer Gepäck. Wie transportiert ihr die Drohne? Was zu trinken mitnehmen? Vielleicht trockene Kleider und so weiter. Da bist du dann schnell mal bei sowas wie dem hier, einem 70 Liter Rucksackmonster. So einen verwende ich, aber ich habe natürlich auch noch einiges an Fotoausrüstung dabei. Das ist mein normaler Case für die Mavic. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, da haben 4 Akkus Platz und alle Kabel, das reicht. Das ist die Box vom Flymore Kit. Die verwende ich, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin. Da bringt man auch alles rein, inklusive 4 Akkus. Das ist mein kleiner Rucksack. Wenn es nur kurz was zu laufen gibt, dann nehme ich den. Der ist klein, handlich, hat auch noch Platz für ein kleines Fläschchen Getränke. Das ist jetzt eben mein Monster, aber den habe ich dabei, wenn es wirklich lange Strecken zu laufen gibt, und da ist dann das Fotostativ dabei, ein 600 mm Tele, wirklich eine komplette Fotoausrüstung mit einem Gesamtgewicht von rund 14 Kilo. Denk bitte daran, dass die hellste Tageszeit nicht unbedingt die beste Tageszeit ist für Aufnahmen, egal ob Foto oder Video. Plane deinen Trip entsprechend. Du siehst hier die ersten Aufnahmen, die um Mittag gemacht wurden. Sie sind völlig ausgebrannt, kein Schattenwurf, kein schönes Licht. Das ist nicht das, was man wirklich will. Das sieht doch schon viel einladender aus. Verschieb doch deine Aufnahmen in die Morgen- und in die Abendstunden, weil gekonnt mit dem Schatten und mit der aufgehenden oder untergehenden Sonne spielen, das macht Spaß und sieht toll aus. Merk dir dafür doch auch die fotografischen Grundsätze. Zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei. In der grellen Mittagssonne sind die Bilder für die Tonne. Knippst du deine Fotos roh, bist du später beim Bearbeiten froh. Dabei ist das RAW-Format gemeint. Wenn du dir aber schon ein paar von meinen Drohnenvideos angeschaut hast, wirst du merken, dass auch ich mich nicht immer an diese Regeln halte oder halten kann. Manchmal lässt sich eine Aufnahme über Mittag nicht vermeiden. Wie du bei diesen Fotos siehst, muss man manchmal ein bisschen früher aufstehen. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch, aber die geilen Aufnahmen entschädigen doch für alle Mühe. Und auch hier zeigt sich wieder, wer sich vorbereitet, der hat mehr davon. Schau dir im zweiten Teil an, wie man an der Location vorgängig schon sieht, wie die Sonne stehen wird zum Beispiel. Beim dritten Punkt weiß ich fast nicht, was ich euch dazu grafisch zeigen soll. Der dritte Punkt ist nämlich die ewige Flugzielliste. Vielleicht seht ihr zwischendurch Bilder, von denen ihr sagt, boah, da muss ich auch mal hin. Schreibt euch die Ziele auf. Unser Oberstübchen wird nicht besser mit zunehmendem Alter. Falls ihr mal zum Beispiel ein verlängertes Wochenende in eine entsprechende Region reisen wollt, denkt daran, ihr braucht Strom für die Akkus und vielleicht, wenn ihr ins Gebirge geht, müsst ihr euch auch noch einen Tag anklimatisieren, ein Hotel buchen und sowas braucht alles immer Vorbereitung. Ich habe meine Liste ein bisschen nach Regionen gegliedert, genau eben mit dem Hintergedanken, dass ich ganze Regionen bereisen kann und abfliegen kann. Nutzt die Gunst der Stunde. Wenn ihr sowieso irgendwo schon fliegt und teilweise auch Behördenbewilligungen gebraucht habt oder Bewilligungen von Flugplätzen, dann braucht auch noch einen Akku, um dort ein bisschen Fotos zu machen. Hier zum Beispiel das Kloster Einsiedeln, welches ich während einer Dachvermessung abgelichtet habe. Oder wie hier der Rhein mit dem Grenzübergang in Diessenhofen, ebenfalls aufgenommen während einer Dachvermessung. Das alte Stadttor von Diessenhofen, geflogen direkt über der Hauptstraße mit Einwilligung der Behörden. Diese Aufnahme ist im 5 Kilometer Sperrgebiet eines
militärischen Flugplatzes und zeigten Pilatus oberhalb von Hergiswil. Alle Bewilligungen waren vorhanden, also flog ich doch dort auch noch eine Runde. Auf der anderen Seite sah dann der Vierwaldstätter See so aus. In dem Fall hier war es sogar so, dass ich beim Tower meinen Start und die Landung telefonisch melden musste. Ein weiteres Beispiel sind die Ruinen der Burg Frohburg oberhalb von Trimbach bei Olten. Nehmt bei der Suche alle Möglichkeiten. Ihr könnt Google bedienen, es gibt Google Maps. Einfach mal schauen, was da in der Region noch sein könnte, weil ihr habt in der Regel mehrere Akkus für eure Drohnen. Und wenn ihr die schon alle dabei habt, dann braucht die auch. In der Schweiz ist die rechtliche Grundlage im Moment relativ locker. Wir haben Flugverbotszonen rund um Flughäfen, Naturschutzgebiete, aber auch da sind nicht alle mit Flugverboten belegt. Teilweise gibt es kantonale Regelungen, zum Beispiel im Luzern darf man nicht über dem Wasser fliegen, sprich der ganze Vierwaldstättersee zum Beispiel ist gesperrt. Eigentlich wollte die Schweiz bereits Mitte 2020 das EU-Drohnenrecht übernehmen, hat es dann verschoben auf Anfang 2021. Nun gab es da politische Vorstöße, dass man den Modellflug aus dem EU-Recht ausklammern soll, was wieder mal eine typische Rosinenpickerei ist, für das die Schweiz so bekannt ist. Und bis das nun nachverhandelt ist mit der EU, werden Jahre vergehen. Für uns umso besser. Wir haben ein reines Drohnenparadies. Für uns gilt praktisch nur das Datenschutzgesetz und eben die Flugverbotszonen und die Flughäfen. Und sonst können wir mehr oder weniger frei fliegen. Das Witzige ist auch, dass wir als Schweizer, zum Beispiel in Deutschland, unsere A1, A3-Prüfungen oder auch unsere A2-Prüfung machen können, die dann in der ganzen EU gültig ist. Und im Moment ist es aber umgekehrt so, dass anscheinend die EU-Prüfungen, die in Deutschland gemacht werden oder sonst irgendwo in der EU, in der Schweiz nicht unbedingt gültig sind. Aber da wir grundsätzlich sowieso nur das Datenschutzgesetz haben, das im Moment greift, spielt das im Moment eigentlich auch für Leute aus dem Ausland keine Rolle. Die Situation kann sich aber jederzeit ändern. Informiert euch selbst. Ich selbst bin auch kein Rechtsanwalt, sondern erzähle euch nur das, was ich selber gelesen, gehört und recherchiert habe. Und seid dabei auch immer vorsichtig mit YouTube-Wissen, weil teilweise sind Videos auch schon wieder älteren Datums oder jemand hat das Gefühl, er habe den Gesetzestext verstanden. Beschäftigt euch da wirklich selbst damit. Egal, es ist in Deutschland anders als in Österreich anders als in der Schweiz, in den 3 Ländern anders als in Frankreich. Kümmert euch selbst darum, um möglichst Ärger zu vermeiden. Nice to know. Nice to know. Deine Drohne ist zwar ein fliegender Fotoapparat oder eine fliegende Videokamera, aber werde dir vor dem ersten Flug bewusst, dass du eine Achse mehr hast, mit der du spielen kannst, respektive auch musst, den Schwenkwinkel des Gimbals. Im Normalfall mit einem Spiegelreflex stehst du am Boden und da kannst du an der Höhe nicht viel machen. Du kannst in die Knie, du kannst abliegen, du kannst stehen, mehr auch nicht. Mit einer Drohne ist das völlig anders. Es gibt dir völlig neue Perspektiven, die wir bisher nicht kennen. Was sehr häufig nicht toll aussieht, ist, wenn der Gimbal wirklich 90 Grad genau gegen unten fotografiert oder filmt. Ich finde solche Aufnahmen überhaupt nicht toll, aber wenn ich meine Insta-Stories anschaue, sind genau das die Bilder, die am meisten Views kriegen. Aber ich finde sie überhaupt nicht schön. Und natürlich kommt ihr mit euren Drohnen in Positionen, die man sonst nie erreicht. Hier dieses Beispiel mit dem halb versoffenen Boot, mit dem alten Holzsteg. Da hast du als Landfotograf keine Chance. Vielleicht seht ihr aber bei euren Aufnahmen auch mal sowas. Hier kann 90 Grad richtig sein. Ich hatte den Verdacht, das könne irgendetwas Archäologisches sein. Aber es kann sein, dass ihr ja wirklich mal etwas findet. Man nennt das Luftbildarchäologie. Und
in anderen Ländern, in Deutschland, haben sie so schon Hunderte von Gräbern gefunden und Siedlungsrückständen. Also beäugt die Fotos, die ihr macht, doch auch immer kritisch. Es könnte mal was Relevantes dabei sein. Und die Ämter, die da zuständig sind, die sind dankbar für jede Meldung. Also meldet das lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Damit sind wir am Ende des ersten Teils angelangt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da, einen Kommentar und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal mit Glocke. Danke dir!